Der Stundenlohn eines Handwerkers in Deutschland liegt im Durchschnitt zwischen 50 und 100 Euro. Wenn ihr das hört, denken viele von euch sofort, das mache ich selbst, wie schwer kann das sein? Aber Moment mal. In Deutschland kann ich mache es selbst manchmal bedeuten, Tausende Euro zu sparen. Manchmal bedeutet es aber auch, seinen Versicherungsschutz zu verlieren, hohe Bußgelder zu zahlen oder sogar strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Heute sprechen wir über ein sehr praktisches Thema. Welche Arbeiten dürft ihr in eurem Haus selbst erledigen? Welche Arbeiten solltet ihr nicht einmal anfassen? Und das Interessanteste, wie kann die Bank eure eigene Arbeit als Eigenkapital anrechnen? Wenn ihr dieses Video nützlich findet, abonniert jetzt den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche praktischen Informationen nicht verpasst. Fangen wir an. Fangen wir mit den guten Nachrichten an. In Deutschland seid ihr bei kosmetischen Arbeiten vollkommen frei. Keine Lizenz, keine Genehmigung, kein Handwerker erforderlich. Erstens, Bodenbelagsarbeiten. Ihr könnt Laminat, Vinyl oder Parkett verlegen. Aber unter einer Bedingung, ihr müsst die Schallschutzvorschriften einhalten. Besonders in Mehrfamilienhäusern kann die Missachtung dieser Vorschriften zu ernsthaften Problemen mit den Nachbarn führen. Zweitens, Malerarbeiten und Tapezieren. Wände streichen ist vollkommen erlaubt. Hier sind keine handwerklichen Kenntnisse erforderlich. Wählt eure Wunschfarbe und legt los. Drittens, Trockenbau. Das Errichten von Rigipswänden gehört ebenfalls zu den Arbeiten, die ihr selbst durchführen könnt. Viertens, das Entfernen von nicht tragenden Wänden. Aber hier ist äußerste Vorsicht geboten. Bevor ihr irgendeine Wand abreißt, muss unbedingt eine statische Berechnung durchgeführt werden. Ohne diese Berechnung an eine Wand zu gehen, kann später zu sehr schwerwiegenden Folgen führen. All diese Arbeiten fallen laut VOB, also der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, in die Kategorie, die keine besondere Lizenz erfordert. Wenn euch das Video gefällt, gebt jetzt einen Like. Das ist eine große Unterstützung für uns und hilft dem Kanal direkt beim Wachsen. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil. In Deutschland gibt es Bereiche, in denen ich mache es selbst sowohl illegal als auch äußerst gefährlich ist. Erstens, Elektroarbeiten. Gemäß § 13 der NAV, also der Niederspannungsanschlussverordnung, dürfen Eingriffe in das Stromnetz nur von offiziell zugelassenen Fachleuten durchgeführt werden. Das ist ein sehr ernstes Gesetz. Selbst das Versetzen einer Steckdose, wenn dadurch ein Brand entsteht, kann dazu führen, dass eure Versicherung die Zahlung vollständig verweigert. Das bedeutet, ihr müsst den Schaden in Höhe von Tausenden Euro selbst tragen. Zweitens, Gas- und Wasserleitungen. Ein Wasserschaden kann den Nachbarn Tausende Euro kosten. Eingriffe in Gasleitungen sind noch ernster. Das kann strafrechtliche Konsequenzen haben. Geht in diesem Bereich kein Risiko ein. Drittens, Statik. Tragende Wände ohne Gutachten eines Fachmanns und Ingenieurs abzureißen, ist absolut nicht möglich. Wenn das Gebäude einstürzt, liegt die Verantwortung vollständig bei euch. Das ist sowohl finanziell als auch rechtlich eine äußerst schwerwiegende Konsequenz. Jetzt die Frage, die vielen von euch durch den Kopf geht. Was ist, wenn mein Freund kommt und hilft? In Deutschland ist diese Frage eine sehr heikle Angelegenheit. Wenn euer Freund nur freiwillig, ohne Bezahlung hilft, gilt das als Nachbarschaftshilfe und ist vollkommen legal. Aber wenn euer Freund gegen Bezahlung regelmäßig hilft und ihr das nicht anmeldet, gilt das bereits als Schwarzarbeit. Laut dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz könnt ihr in diesem Fall mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld bestraft werden. Und noch ein sehr wichtiger Punkt, die Bauherrenhaftpflichtversicherung. Wenn ihr bei selbst durchgeführten Arbeiten einen Fehler macht, kann die Versicherungsgesellschaft mit dem Argument der groben Fahrlässigkeit die Zahlung verweigern. Geht dieses Risiko niemals ein. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil. In Deutschland erkennen Banken bei der Kreditvergabe eure eigene Arbeit als Muskelhypothek an. Was bedeutet das? Ihr könnt der Bank sagen, diese Arbeiten werde ich selbst erledigen und eure eigene Arbeit als Eigenkapital einbringen. Gemäß den Richtlinien der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kann eure eigene Arbeit als Eigenkapital von bis zu 15% des Gesamtprojektwerts anerkannt werden. Das hilft euch erheblich dabei, einen Kredit mit niedrigeren Zinsen zu erhalten. Aber denkt daran, die Bank kann von euch verlangen, nachzuweisen, dass ihr diese Arbeiten beherrscht.
Zum Beispiel solltet ihr einen Handwerkerbrief oder frühere Erfahrungen vorweisen können. Zusammenfassend eine einfache Regel: Kosmetische Arbeiten selbst erledigen, technische Arbeiten den Fachleuten überlassen. Und noch ein wichtiger Tipp: Holt euch immer eine offizielle Rechnung. Denn gemäß § 35a des Einkommensteuergesetzes könnt ihr 20% der Handwerkerkosten bis zu maximal 1.200 € in eurer Steuererklärung zurückfordern. Lasst dieses Geld nicht auf dem Tisch liegen. Möge euer Grundstein fest und eure Renovierung günstig sein. Wenn euch dieses Video geholfen hat, gebt einen Like, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr in Deutschland die günstigsten Kreditzinsen findet. Bis zum nächsten Mal.